Der TV-8 wurde in einem Vorschlag der Chrysler Corporation im Anschluss an das Astron-Projekt X-Waffe vorgestellt. Unter Verwendung eines unkonventionellen Panzerdesigns platzierte der vorgeschlagene Panzer die gesamte Besatzung, den Motor und das Munitionslager in einem schalenförmigen Turm, der über einem leichten Chassis montiert war, das für den Lufttransport getrennt werden konnte. Das Gesamtgewicht des Panzers betrug ca. 25 Tonnen, wobei der Turm 15 Tonnen und das Fahrgestell 10 Tonnen wog. Nach der Überprüfung wurde festgestellt, dass das TV-8-Design keine signifikanten Vorteile gegenüber dem konventionellen Panzerdesign hatte, um eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen, und am 23. April 1956 wurden der TV-8 und 3 Astron-Vorschläge effektiv eingestellt. Das Phase-I-Design des Chrysler TV-8 verfügte über einen Chrysler V8-Motor mit 300 Brutto-PS, der an einen elektrischen Generator im hinteren Turm gekoppelt war. Der Generator trieb 2 Elektromotoren im vorderen Rumpf an, die jeweils eine der beiden 28 Zoll breiten Ketten antreiben. Der Antrieb im Wasser erfolgte mittels einer Wasserstrahlpumpe, die im hinteren Teil des Turms installiert war. Andere Methoden zum Antrieb des Tanks, die später in Betracht gezogen wurden, umfassen einen Gasturbinentriebwerksantrieb, ein mit Kohlenwasserstoffen betriebenes Dampfkreislaufkraftwerk und ein nuklearspaltungsbetriebenes Dampfkreislaufkraftwerk. Der Panzer war mit einer 90 mm T208 Glattrohrkanone mit einer im Turm montierten hydraulischen Rammvorrichtung bewaffnet, wobei die Munition im hinteren Turm hinter einem von der Besatzung getrennten Stahlschott aufbewahrt wurde. 2 koaxiale Maschinengewehre Kaliber 30 und ein ferngesteuertes Maschinengewehr Kaliber 50 oben auf dem Turm waren ebenfalls enthalten. Der schwer gepanzerte Innenturm war von einer leichten Außenhülle umgeben, die dem Turm sein schalenartiges Aussehen verlieh. Diese Außenhülle war wasserdicht und erzeugte eine ausreichende Verdrängung, damit das Fahrzeug schwimmen konnte. Die äußere Turmhülle war von ausreichender Dicke, um Hohlladungsgeschosse zur Detonation zu bringen, und sie diente als Abstandspanzerung, um den inneren Turm zu schützen. Closed Circuit Television wurde als Maß zum Schutz aus dem implementierten Blitz von taktischen nuklearen Explosionen und verbessert Sichtfeld. Die Kraftstofftanks für das Phase-I-Fahrzeug, das von einem Chrysler V8-Motor angetrieben wurde, befanden sich in der Wanne und trennten sie von der Besatzung im Turm. Spezifikationen: Masse 25 Tonnen, 25 Tonnen lang, 28 Tonnen kurz. Länge 8,94 Meter, 29 Fuß 4 Zoll. Breite 3,40 Meter, 11 Fuß 2 Zoll. Höhe 2,92 Meter, 9 Fuß 7 Zoll, über dem ferngesteuerten Maschinengewehr. Besatzung 4. Rüstung Abstandspanzerung. Hauptbewaffnung 90 mm T208 Glattrohrkanone. Sekundärbewaffnung 2 koaxiale 7,62 mm Maschinengewehre und ein ferngesteuertes 12,7 mm schweres Maschinengewehr. Motor Chrysler V8 Benzinmotor und 2 Elektromotoren 300 PS, 220 Kilowatt. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten.